Lektion 1: Einkaufsgewohnheiten. Wenn es um den Kauf von Kleidung geht, gehe ich eher in Kaufhäuser oder zu Onlinehändlern. Das ist durchaus sinnvoll. Bevorzugen Sie das eine gegenüber dem anderen? Ich finde Online-Shopping praktisch, aber Kaufhäuser ermöglichen eine sofortige Befriedigung. Das kann ich gut verstehen. Es hat etwas Schönes, Kleidung vor dem Kauf anzuprobieren. In der Tat, es hilft auch, den Ärger mit Rücksendungen zu vermeiden. Zuruf. Haben Sie schon einmal etwas online bestellt, das in Wirklichkeit ganz anders aussah? Oh, oft. Es ist wie ein Überraschungsgeschenk, aber nicht immer ein schönes. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe einmal ein Kleid bestellt, das leuchtend rot sein sollte, aber es kam in einem matten Kastanienbraun an. Das ist ziemlich enttäuschend. Vielleicht sollten wir uns an Geschäfte halten, in denen wir die Artikel aus erster Hand sehen können. Lektion 2: Berufswahl. Mir ist aufgefallen, dass Menschen in individualistischen Gesellschaften eher bereit sind, ihren Arbeitsplatz aufzugeben und anderswo eine neue Stelle anzunehmen. Das ist eine interessante Beobachtung. Es scheint, als ob Ihnen die persönliche Erfüllung wichtiger ist als die Arbeitsplatzsicherheit. Genau. Es spiegelt eine andere Einstellung zur Work-Life-Balance wider. Ich frage mich, ob kollektivistische Gesellschaften unterschiedliche Ansichten zum Thema Arbeitsplatzwechsel haben. Sie legen wahrscheinlich Wert auf Loyalität und Stabilität, was häufige Jobwechsel verhindern könnte. In der Tat, es ist faszinierend, wie Kultur unsere Entscheidungen beeinflusst. Glauben Sie, dass sich dies insgesamt auf die Arbeitszufriedenheit auswirkt? Ich denke schon. In individualistischen Gesellschaften fühlen sich die Menschen möglicherweise freier, ihren Leidenschaften nachzugehen. Dies könnte zu mehr Zufriedenheit in Ihrer Karriere führen. Lektion 3: Widerstandsfähigkeit der Wikinger. Wussten Sie, dass die Wikinger auch bei sehr schlechtem Wetter segeln konnten? Ja, ihre Langboote waren wirklich bemerkenswert. Viele Langboote der Wikinger waren etwa 20 Meter lang, was beeindruckend ist. Das ist wirklich beeindruckend. Sie wurden sowohl für Geschwindigkeit als auch für Haltbarkeit entwickelt. Genau. Es ist erstaunlich, wie geschickt sie als Seeleute und Navigatoren waren. Ich bewundere diese Widerstandsfähigkeit. Sie haben sich voller Zuversicht in unbekannte Gewässer gewagt. Es ist ein Beweis für ihren Abenteuergeist. Glauben Sie, dass moderne Segler von ihren Techniken lernen könnten? Auf jeden Fall. Anpassungsfähigkeit und Mut sind zeitlose Eigenschaften. Lektion 4: Europäische Dynamik. Es scheint, als gäbe es eine Ebene mit einem europäischen Superstaat, der von Brüssel aus eine neue Dominanz ausübt. Das ist eine ziemliche Aussage. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die einzelnen Länder? Dies könnte zu einer stärker zentralisierten Governance führen, was sowohl vorteilhaft als auch herausfordernd sein kann. In der Tat, manche schätzen die Stabilität, während andere sich gegen den Verlust ihrer Autonomie sträuben. Es handelt sich um ein komplexes Gleichgewicht zwischen Einheit und Unabhängigkeit. Ruf. Ich finde es faszinierend, wie Politik unseren Alltag prägt. Ja, und es führt oft zu hitzigen Debatten. Sef, es ist wichtig, an diesen Diskussionen teilzunehmen, um unterschiedliche Perspektiven zu verstehen.
Ich stimme zu. Wissen fördert fundierte Meinungen, was in einer demokratischen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist. Lektion 5: Stammesführung. Pavatan Pavatun war ein großer Häuptling für alle Stämme in dieser Region. Ich habe von ihm gehört. Seine Führung muss bedeutend gewesen sein. Tatsächlich. Er hat verschiedene Stämme vereint, was keine Kleinigkeit ist. Um Menschen zusammenzubringen, bedarf es Weitblick und Diplomatie. Auf jeden Fall. Ich frage mich, welchen Herausforderungen er während seiner Amtszeit gegenüberstand. Ich kann es mir nur vorstellen. Die Vereinigung unterschiedlicher Kulturen kann ziemlich komplex sein. Ja, und die Aufrechterhaltung des Friedens zwischen ihnen ist von entscheidender Bedeutung. Sein Vermächtnis muss mit großem Respekt in Erinnerung bleiben. Auf jeden Fall. Führungspersönlichkeiten wie er prägen den Lauf der Geschichte. Lektion 6: Tropische Flucht. Um das tropische Ambiente in vollen Zügen zu genießen, ist das eine kluge Entscheidung. In der Tat, benötigen Sie Empfehlungen für Aktivitäten? Ich würde mich freuen, Ihre Vorschläge zu hören. Wie wäre es, auf den lokalen Märkten nach authentischer Küche zu suchen? Das klingt herrlich. Ich genieße es, lokale Aromen zu probieren. Sie können auch Schnorcheln ausprobieren. Die Unterwasserwelt ist atemberaubend. Schnorcheln steht auf meiner Liste. Ich wollte schon immer bunte Korallenriffe sehen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Es ist, als würden Sie eine andere Welt betreten. Ich kann es kaum erwarten. Haben Sie noch weitere Tipps für einen perfekten Tropenurlaub? Lektion 7: Alternativen zum Skifahren. Anstatt Skifahren klingt das nach einer tollen Alternative. Ja, hat Ihnen die Zeit auf der Piste gefallen? Das habe ich. Allerdings fand ich die Kälte ziemlich herausfordernd. Das kann ich verstehen. Skifahren kann sowohl aufregend als auch anstrengend sein. Genau. Ich bevorzuge wärmere Aktivitäten wie zum Beispiel Schneeschuhwandern. Das ist eine fantastische Option. So können Sie die Landschaft genießen, ohne zu frieren. Ja, außerdem ist es ein gutes Training. Ich stimme zu. Tief zu bleiben und gleichzeitig die Natur zu genießen, ist immer ein Gewinn. Vielleicht sollten wir gemeinsam eine Schneeschuhwanderung planen. Lektion 8: Kommunikationsstile. Ein Unterschied, den ich beobachtet habe, ist der Kommunikationsstil in verschiedenen Kulturen. Das ist ziemlich faszinierend. Ich bin gespannt, wie Sie es beschreiben würden. Mir fällt auf, dass manche Kulturen direkter sind, während andere die Subtilität bevorzugen. Das ist eine interessante Unterscheidung. Sie kann zu Missverständnissen führen. In der Tat, es ist wichtig, sich an den Kommunikationsstil anderer anzupassen. Herr Sülwuf, ich finde, dass aktives Zuhören hilft, diese Lücken zu schließen. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Sie zeugt von Respekt und Offenheit. Tja, es ermöglicht bedeutungsvollere Gespräche. Lassen Sie uns diese Fähigkeiten in unseren Diskussionen üben. Lektion 9: Vertrauen aufbauen.
Das Üben des Telefonierens mit einem Freund kann helfen, Selbstvertrauen zu gewinnen. Ich stimme voll und ganz zu. Es nimmt die Angst, Fehler zu machen. Genau. Es ist ein sicherer Ort, um die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Hast du es probiert? Ja, und es war überraschend hilfreich. Ich sollte es mal versuchen. Bei Telefongesprächen bin ich oft nervös. Mit der Übung werden Sie sich wohler fühlen. Das ist beruhigend. Ich werde einen Freund bitten, mir zu helfen. Tolle Idee. Gemeinsam könnt ihr euch gegenseitig unterstützen. Lektion 10. Wegbeschreibung. Sicher, es ist gleich die Straße runter. Biegen Sie an der Ampel links ab. Das klingt ganz einfach. Wie weit ist es von hier? Der Fußweg beträgt nur 5 Minuten, so dass Sie nicht lange warten müssen. Verpfeff. Ich schätze klare Anweisungen. Ich versuche immer, so präzise wie möglich zu sein. Es ist unerlässlich. Ohne klare Anleitung verliere ich mich oft. Das kann ich nachvollziehen. An unbekannten Orten kann man sich leicht verlaufen. Hilf. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich fühle mich jetzt sicherer. Jederzeit. Genießen Sie Ihre Zeit an Ihrem Reiseziel. Lektion 11. Stadtansichten. Ich hoffe, unser Hotelzimmer bietet einen schönen Blick auf die Stadt. Das wäre großartig. Ich finde Stadtansichten immer belebend. In der Tat, die funkelnden Lichter in der Nacht haben etwas Magisches. Ich stimme vollkommen zu. Es ist, als ob die Stadt voller Geschichten ist, die darauf warten, erzählt zu werden. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie trinken eine Tasse Kaffee und blicken dabei auf die Skyline. Das klingt herrlich. Ich kann es mir schon vorstellen. Wir sollten beim Einchecken unbedingt ein Zimmer mit Aussicht verlangen. Auf jeden Fall. Ich wäre ziemlich enttäuscht, wenn wir am Ende nur auf eine Backsteinmauer blicken würden. Eine Backsteinmauer sorgt nicht gerade für große Aufregung, oder? Lektion 12. Segeln nach Süden. Ich habe gehört, dass vor kurzem einige Abenteurer in den Süden der Schifffahrtsrouten gesegelt sind. Das klingt spannend. Ich frage mich, wie Sie das geschafft haben. Ich glaube, sie benutzten ein offenes Boot und verließen sich stark auf ihre Instinkte. Das muss unglaublichen Mut und Geschick erfordert haben. Absolut. Sich in einem so kleinen Schiff den Elementen zu stellen, ist keine Kleinigkeit. Ich kann mir den Nervenkitzel nicht vorstellen, durch diese Gewässer zu navigieren. Es muss sich wie eine epische Reise angefühlt haben. Fitz, ich bewundere Ihre Entschlossenheit, das Unbekannte zu erkunden. Es braucht sicherlich eine besondere Art von Mensch, um solche Herausforderungen anzunehmen. Lektion 13. Spontan erkunden. Ich glaube, dass die beste Art zu reisen darin besteht, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Ich stimme voll und ganz zu. Spontanität führt oft zu den unvergesslichsten Erlebnissen. Ja, man weiß nie, welche verborgenen Schätze man entdecken könnte. Ja,
Einige meiner Lieblingsabenteuer waren ungeplant. Meins auch. Es ist befreiend, das Unerwartete anzunehmen. Das ist es auf jeden Fall. Es verleiht der Reise einen besonderen Nervenkitzel. Ich finde oft, dass die besten Geschichten aus Momenten der Spontanität entstehen. Pluf. Das Leben ist zu kurz, um sich an einen starren Reiseplan zu halten. Versprechen wir, während unserer Reise spontan zu sein. Lektion 14. Einwanderungsgeschichten. Ich habe kürzlich gelesen, dass Millionen von Menschen aus verschiedenen Ländern in die Vereinigten Staaten einwandern. Das ist ein faszinierendes Thema. Jede Geschichte ist einzigartig und voller Mut. Tatsächlich. Viele kamen aus Mexiko und mehreren asiatischen Ländern. Sie bringen reiche Kulturen und Traditionen mit. Genau. Es entsteht ein lebendiges Geflecht der Vielfalt. Ich finde es inspirierend, wie sie sich an eine neue Umgebung anpassen und darin aufblühen. Absolut. Ihre Widerstandsfähigkeit ist lobenswert. Wir sollten mehr über ihre Erfahrungen erfahren. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Lektion 15. Midway Adventures. Haben Sie schon einmal einen Zirkus besucht? Tja, es ist immer voller Aufregung und Gelächter. Ich liebe die Fahrgeschäfte, besonders das Riesenrad. Die Aussicht von oben ist atemberaubend. Und das Karussell weckt Kindheitserinnerungen. Das tut es auf jeden Fall. Ich genieße die skurrile Musik. Die Achterbahnen sind jedoch die Favoriten der wahren Nervenkitzelsuchenden. Wohl ja, der Adrenalinschub ist unübertroffen. Es ist ein Wunder, wie sie solch aufregende Erlebnisse schaffen. Lektion 16. Kreativität beim Pendeln. Ich habe vor kurzem beschlossen, meine Pendelgewohnheiten zu ändern. Das klingt faszinierend. Was hat Sie zu dieser Änderung inspiriert? Ich habe darüber nachgedacht, es angenehmer und weniger banal zu gestalten. Eine tolle Idee. Wie wollen Sie das erreichen? Ich habe vor, auf dem Weg zur Arbeit Hörbücher und Podcasts zu hören. Das ist eine fantastische Möglichkeit, die Reisezeit zu nutzen. Ja, es könnte eine langweilige Reise in eine bereichernde Erfahrung verwandeln. Vielleicht schließe ich mich Ihnen bei diesem Unterfangen an. Je mehr, desto besser. Lassen Sie uns gemeinsam neue Themen erkunden. Lektion 17. Das Sportdilemma. Es gab eine ziemliche Debatte über Sportler und leistungssteigernde Medikamente. In der Tat, es ist ein kontroverses Thema in der Sportwelt. Viele glauben, dass es unethisch ist, Sportler zur Einnahme von Medikamenten zu ermutigen. Ich stimme voll und ganz zu. Es untergräbt den Geist des fairen Wettbewerbs. Manche argumentieren jedoch, dass der Leistungsdruck zu verzweifelten Entscheidungen führen kann. Das ist eine beunruhigende Realität. Sie stellt Sportler vor moralische Dilemmas. Und leider haben viele andere die Augen vor diesem Problem verschlossen. Es ist entmutigend, das zu sehen.
Wir müssen uns für Integrität im Sport einsetzen. Lektion 18. Die Arbeit der Freunde. Ich habe vor kurzem von einer Gruppe von Freunden erfahren, die Arbeiter für ein großes Projekt angeheuert haben. Das klingt spannend. Worum ging es bei dem Projekt? Sie mussten Tonnen von Erde und Gestein für eine Baustelle ausheben. Pfiff, das klingt nach einem ziemlichen Unterfangen. Fast die gesamte Arbeit wurde mit Schaufeln, Spitzhacken und Pferden erledigt. Es muss unglaublich arbeitsintensiv gewesen sein. In der Tat, ich bewundere Ihr Engagement für diese Aufgabe. Es ist faszinierend, wenn man bedenkt, wie viel Aufwand in solchen Projekten steckt. Und wie Teamwork bei der Erreichung dieses Ziels eine entscheidende Rolle spielt. Lektion 19. Der Enthusiast. Ich finde es faszinierend zu beobachten, wie Meteorologen auf verschiedene Bereiche auf der Karte zeigen. Es ist wirklich fesselnd. Sie erwecken das Wetter zum Leben. Ich finde es toll, wie sie vorhersagen, wann sich das Wetter ändern wird. Klar, es hilft uns, unsere Tage entsprechend zu planen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Lebensunterhalt mit Wettervorhersagen verdienen. Was für ein aufregender Job das sein muss. Sie müssen so viel über Muster und Systeme wissen. In der Tat. Und Sie müssen auf unerwartete Veränderungen vorbereitet sein. Es ist eine ständige Herausforderung, die Sie auf Trab hält. Lektion 20. Die Grundlagen des Reisens. Bei der Vorbereitung einer Reise frage ich mich oft, was das Wichtigste ist. Es ist tatsächlich wichtig, vorauszuplanen. Woran denken Sie normalerweise? Ich achte immer darauf, dass ich tolle Toilettenartikel einpacke. Das ist ein entscheidender Punkt. Sie möchten nicht ohne sie erwischt werden. Genau, ein gutes Reiseset kann den entscheidenden Unterschied machen. Ich denke auch darüber nach, welche Art von Kleidung ich brauchen werde. Kluges Denken. Die Wetterbedingungen können unvorhersehbar sein. Und vergessen wir nicht, wie wichtig bequeme Schuhe sind. Auf jeden Fall. Sie können Ihr Reiseerlebnis verbessern oder verschlechtern. Lektion 21. Feedback ist wichtig. Ich glaube, dass es wichtig ist, Feedback von anderen Benutzern einzuholen. Auf jeden Fall. Verschiedene Perspektiven können unser Verständnis verbessern. Es kann uns auch dabei helfen, unsere Ideen erheblich zu verbessern. In der Tat, konstruktive Kritik ist ein Geschenk, auch wenn es manchmal schwer ist, sie anzunehmen. Das ist richtig. Es ist jedoch entscheidend für die persönliche und berufliche Entwicklung. Klar, es ist, als hätten wir einen Spiegel, der unsere Stärken und Schwächen widerspiegelt. Und es fördert die Zusammenarbeit, was immer von Vorteil ist. Tja, Teamarbeit führt oft zu innovativen Lösungen. Ich stelle oft fest, dass Feedback neue Wege für Kreativität eröffnet. Lektion 22. Sorgen der Vergangenheit. Ich habe gelesen, dass in den 1980er Jahren die Besorgnis über verschiedene soziale Probleme zunahm. Ja, das war mit Sicherheit ein Jahrzehnt des Wandels. Der Wandel in der öffentlichen Meinung war doch deutlich spürbar, nicht wahr?
Tatsächlich, es schien, als hätten verschiedene Bewegungen in dieser Zeit an Dynamik gewonnen. Es ist faszinierend, wie die Gesellschaft auf veränderte Umstände reagiert. Sehr richtig. Die 1980er Jahre waren von bedeutenden kulturellen Veränderungen geprägt. Ich frage mich, wie diese Veränderungen die moderne Gesellschaft geprägt haben. Sie legten sicherlich den Grundstein für viele aktuelle Diskussionen. Es ist interessant zu analysieren, wie die Geschichte unsere Gegenwart beeinflusst. Lektion 23 Jubiläumsfeier. Ich habe gehört, dass Sie eine besondere Feier planen. Ja, es klingt schön, nicht wahr? Gibt es einen besonderen Grund für die Feier? Es ist Ihr Jahrestag, deshalb organisieren wir ein Treffen. Das ist wunderbar. Jubiläen sind es wert, gefeiert zu werden. Ich stimme zu. Sie markieren wichtige Meilensteine in Beziehungen. Wie möchten Sie feiern? Wir veranstalten eine kleine Dinnerparty mit engen Freunden. Das klingt wunderbar. Intime Zusammenkünfte können etwas ganz Besonderes sein. Lektion 24 Geschätzte Momente. Ich glaube, dass es bei wahrer Liebe darum geht, einander wertzuschätzen. Ich stimme voll und ganz zu. Es sind die kleinen Gesten, die am meisten zählen. Ja, es ist wichtig, auch im hektischen Alltag Zeit füreinander zu finden. In der Tat, Engagement bedeutet, diese Momente zählen zu lassen. Und es ist wunderbar, Paare zu sehen, die nach Jahren des Zusammenseins immer noch flirten. Darf, es hält den Funken am Leben, nicht wahr? Absolut. Kleine Dinge wie das Lackieren der Nägel können ein schönes Ritual sein. Ich liebe das. Es ist eine wunderbare Art, eine Bindung aufzubauen. Bei der Liebe geht es tatsächlich um gemeinsame Erlebnisse und Zuneigung. Lektion 25 Entscheidungen zur Gästeliste. Wie viele Gäste möchten Sie zur Feier einladen? Ich dachte an etwa 8 bis 10 Leute. Das klingt nach einer überschaubaren Zahl. Ja, ich glaube, es wird eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Gibt es bestimmte Gäste, auf die Sie sich freuen? Ich freue mich besonders darauf, diejenigen wiederzusehen, die mich über die Jahre hinweg unterstützt haben. Das ist schön. Es ist immer schön, mit den Menschen zu feiern, die einem am wichtigsten sind. Ja, ich möchte, dass sich jeder einbezogen fühlt. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Lektion 26 Einkaufsstrategien. Haben Sie eine Strategie, damit Sie beim Einkauf nie etwas vergessen? Nun, ich gebe mein Bestes, aber gelegentlich vergesse ich Dinge. Das passiert dem Besten von uns. Ja, ich finde, dass es enorm hilft, eine Liste zu erstellen. Eine Liste ist in der Tat eine zuverlässige Methode. Ich versuche auch, Artikel anhand der Ladenaufteilung zu kategorisieren. Das ist ein cleverer Ansatz. Es minimiert Rückverfolgungen und spart Zeit. Ich sollte diese Strategie übernehmen. Lektion 27 Charlie Brons Spaziergang.
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Charlie Brown oft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht? Pfeff, er hat einen so sympathischen Charme, nicht wahr? Ich liebe es, wie die Charaktere immer seine Anwesenheit kommentieren. Es ist, als ob sie seine Persönlichkeit unausgesprochen anerkennen würden. Na, da kommt der alte Charlie Brown, sagen sie. Pfeff, es ist ein Beweis für seinen beständigen Charakter. Der gute alte Charlie Brown findet immer einen Weg, uns zum Lächeln zu bringen. Seine Abenteuer erinnern uns an unsere eigenen Kämpfe und Triumphe. Genau, das macht ihn zu einer Ikone. Lektion 28: Heimverbesserungen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihr Zuhause mit schnellen Modernisierungen aufzupeppen? Das habe ich auf jeden Fall. Es kann einen erheblichen Unterschied machen. Ja, manchmal kann ein frischer Anstrich einen Raum verwandeln. Sylwuf, es ist erstaunlich, wie Farben die Stimmung beeinflussen. Ich genieße es auch, Möbel umzustellen, um eine neue Perspektive zu erhalten. Das ist eine tolle Idee. Damit lässt sich eine ganz andere Atmosphäre schaffen. Haben Sie versucht, dekorative Elemente wie Pflanzen hinzuzufügen? Pfeff, sie bringen Leben und Dynamik in einen Raum. Es ist wirklich lohnend, seine Umgebung zu personalisieren. Lektion 29: Wochenendausflüge. Haben Sie schon einmal daran gedacht, einen spontanen Wochenendausflug zu machen? Hochazuluf. Das klingt aufregend. Ich glaube, es könnte eine erfrischende Abwechslung von der Routine sein. In der Tat, manchmal ist ein Tapetenwechsel alles, was wir brauchen. Haben Sie bestimmte Reiseziele im Sinn? Ich habe über einen Strand oder eine malerische Berghütte nachgedacht. Beide Optionen klingen reizvoll. Ich würde gerne neue Orte erkunden. Spontanität kann zu unvergesslichen Abenteuern führen. Lektion 30: Die Rückkehr des Kampfpiloten. Es ist ziemlich bemerkenswert, nach all diesen Jahren nach Texas zurückzukehren. Es muss für Sie tatsächlich nostalgische Gefühle auslösen. Waren Sie während Ihrer Zeit hier Pilot? Ja, ich habe als Kampfpilot bei der Texas Air National Guard gedient. Das waren aufregende Tage. Das klingt spannend. Welches Flugzeug haben Sie am liebsten geflogen? Ich hatte eine besondere Vorliebe für die F-4 Phantom. Sie war leistungsstark und wendig. Ich kann mir das Gefühl, durch die Lüfte zu schweben, nur vorstellen. Hatten Sie unvergessliche Erlebnisse? Oh, sicher. Einmal habe ich während einer Trainingsübung eine perfekte Fassrolle hingelegt. Deine Fassreue. Das klingt beeindruckend. Gab es dafür Applaus? Das habe ich tatsächlich. Die anderen Piloten jubelten und es fühlte sich an wie eine Szene aus einem Film. Lektion 31: Sportliche Erfolge. Ist Ihnen aufgefallen, dass die jüngsten sportlichen Erfolge für viel Gesprächsstoff gesorgt haben? In der Tat, es ist faszinierend, insbesondere mit den Williams-Schwestern im Tennis und Tiger Woods im Golf. Genau.
Sie haben ihre jeweiligen Sportarten zweifellos dominiert. Das wirft eine interessante Frage zur Repräsentation im Sport auf, nicht wahr? Absolut. Es scheint, dass sich Diskussionen über Rasse und Erfolg oft um weiße Sportler drehen. Ja, und dennoch stellen die Leistungen von Menschen wie den Williams-Schwestern diese Erzählung erheblich in Frage. Das tun sie wirklich. Ihre Hartnäckigkeit und ihr Können haben den Erfolg im Tennis neu definiert. Darüber hinaus hat Tiger Woods die Golflandschaft verändert und sie für viele zugänglicher gemacht. Es ist bemerkenswert, wie sie eine Generation von Sportlern mit unterschiedlichem Hintergrund inspiriert haben. Lektion 32: Zeit verhandeln. Ich hatte auf 50 Tage für unser Projekt gehofft. Wie wäre es, wenn wir uns dann auf halbem Weg nach 47,5 Tagen treffen? Das klingt fair. Kompromisse sind immer gut. In der Tat, es bewahrt den Frieden und hilft uns, voranzukommen. Richtig, und es zeigt auch, dass uns beiden das Ergebnis am Herzen liegt. Auf jeden Fall. Außerdem gibt es uns ein wenig Flexibilität. Flexibilität ist der Schlüssel zu jeder Zusammenarbeit. In der Tat, es ermöglicht bei Bedarf Anpassungen. Und es zeigt, dass wir die Zeit des anderen wertschätzen. Lektion 33: Pflanzliche Heilmittel. Haben Sie schon einmal versucht, Ihre eigenen Hautpflegeprodukte herzustellen? Ja, das habe ich. Ich hatte gehofft, ein Diöpsilon-Gesichtswasser mit Kamille herzustellen. Kamille ist eine ausgezeichnete Wahl zur Beruhigung der Haut. Ich stimme zu. Es hat so beruhigende Eigenschaften. Welche weiteren Zutaten möchten Sie neben Kamille verwenden? Vielleicht füge ich etwas Rosenwasser für zusätzliche Feuchtigkeit hinzu. Das klingt herrlich. Die Kombination muss wunderbar riechen. Tatsächlich ist es ziemlich erfrischend. Haben Sie schon einmal versucht, Toner herzustellen? Ich habe es nicht, aber ich finde das Konzept faszinierend. Lektion 34: Präriendianer. Haben Sie sich schon einmal mit den Prärie-Indianern Nordamerikas beschäftigt? Ja, Ihre Geschichte ist unglaublich faszinierend. Sie lebten hauptsächlich in der zentralen Prärie, nicht wahr? Rette- Ihre Lebensweise war eng mit der Jagd verbunden. Es ist beeindruckend, wie Sie sich an Ihre Umgebung angepasst haben. Tatsächlich waren sie geschickte Jäger und Sammler. Ihre Kenntnisse des Landes waren bemerkenswert. Düsseldorf. Sie wussten, wie sie jede verfügbare Ressource nutzen konnten. Es ist ein Beweis für Ihre Widerstandsfähigkeit und Ihren Einfallsreichtum. Lektion 35: Reisen ins Ausland. Waren Sie schon einmal im Ausland im Urlaub? Ja, ich hatte das Glück, mehrere Länder zu besuchen. Das ist wunderbar. Welches war Ihr Favorit? Ich habe meine Zeit in Italien wirklich genossen. Die Kultur ist faszinierend. Italien ist in der Tat eine Schatzkammer der Geschichte und Kunst. Ich stimme zu. Das Essen war ein Erlebnis für sich.
Ich kann es mir nur vorstellen. Welche Gerichte haben Ihnen am besten geschmeckt? Die Pasta war exquisit und das Gelato himmlisch. Gelato scheint für Reisende immer ein Highlight zu sein.